Ein 54 Kilo schwerer Dobermann brachte eine ganze Familie zum Staunen, als das Baby ihre ersten Schritte durch einen Schneesturm machte. Was dieser sanfte Riese als nächstes tat, wird alles in Frage stellen, was ihr über Loyalität zu wissen glaubtet. Dies ist die Geschichte von Bruno, einem massiven Dobermann, der den schlimmsten Winter überlebte, den Bayern seit 20 Jahren gesehen hatte. Und was er an dem Tag tat, als die kleine Lena ihre allerersten Schritte machte? Dieser Moment offenbarte ein Geheimnis über seine Vergangenheit, das alle komplett sprachlos zurückließ. Denn Bruno beschützte nicht einfach nur ein Baby, er hielt ein Versprechen an jemanden, den er für immer verloren hatte. Vor 7 Monaten wurde Bruno halb erfroren in einer Schneeverwehung außerhalb von München gefunden. 54 Kilo pure Muskelkraft, unkontrolliert zitternd, mit Eiskristallen, die an seinem dunklen Fell klebten. Das Tierrettungsteam dachte, er würde die Nacht nicht überleben. Er ist zu weit weg, flüsterten sie, während sie Notfalldecken um seinen massiven Körper wickelten. Ein Hund dieser Größe sollte nicht allein bei diesem Wetter draußen sein. Aber sie hatten absolut keine Ahnung, dass dieser Dobermann etwas weit Schlimmeres als einen Schneesturm überlebt hatte. Als die Familie Schmidt Bruno zum ersten Mal im Münchner Tierheim sah, geschah etwas Unglaubliches. Die 10 Monate alte Lena, eingepackt in ihre rosa Winterjacke, streckte ihre winzige behandschuhte Hand durch die Gitterstäbe. Und Bruno, dieser 54 Kilo schwere Kraftprotz, der sich tagelang kaum bewegt hatte, hob plötzlich seinen enormen Kopf. Seine dunkel-bernsteinfarbenen Augen fixierten Lenas strahlendes Lächeln, und in diesem Bruchteil einer Sekunde erwachte etwas in ihm. Eine Erinnerung, ein Zweck, ein Grund weiterzukämpfen. Brunos Gedanken flogen zurück zu diesen endlosen, gefrorenen Nächten. Der heulende Wind, der durch sein Fell schnitt, die verzweifelte Suche durch Schneeverwehungen nach etwas, jemandem, den er nie wieder finden würde. Der Moment, als er endlich zusammenbrach, bereit komplett aufzugeben. Aber jetzt, als er Lenas unschuldige Berührung durch die kalten Metallstäbe spürte, verstand er, warum er überlebt hatte. War er dazu bestimmt, der Beschützer dieses zerbrechlichen kleinen Lebens zu werden, oder würde seine tragische Vergangenheit ihn verschlingen, bevor er die Chance bekam? In den ersten 3 Wochen, nachdem sie Bruno nach Hause gebracht hatten, bewegte er sich kaum von Lenas Kinderzimmertür weg. Jede einzelne Nacht fand die Familie ihn im Flur liegend, seinen massiven Kopf auf seinen Pfoten ruhend, beobachtend, einfach nur beobachtend. Er weigerte sich zu fressen, außer Lenas Hochstuhl war in seinem Blickfeld. Er wollte nicht schlafen, außer er konnte sie durch das Babyfon atmen hören. Es ist, als hätte er Angst, sie könnte verschwinden, flüsterte Lenas Mutter eines Abends Zu ihrem Mann, während sie Brunos schützende Wache beobachteten. Der Durchbruch kam während des ersten großen Schneesturms der Saison. Lena hatte den ganzen Morgen gequengelt, unwohl mit ihren neuen Schuhen, die ihr helfen sollten, laufen zu lernen. Bruno hatte aus seiner üblichen Distanz beobachtet, genau 2 Meter entfernt, nah genug zum Beschützen, weit genug, um nicht einschüchternd zu wirken. Dann ließ Lena ihren Lieblingsstoff Hasenfellen und er rutschte über den Parkettboden Richtung Fenster. Sie streckte ihre kleinen Arme aus und machte diese kostbaren Babygeräusche, die »Ich brauche Hilfe« bedeuteten. Brunos Ohren zuckten sofort. Er machte einen vorsichtigen Schritt nach vorne, dann noch einen, jede massive Pfote mit chirurgischer Präzision platziert, als wäre der Boden aus dünnem Eis, das unter seinem Gewicht brechen könnte. Sein enormer Kopf senkte sich langsam, so langsam, und sein sanftes Maul hob den winzigen Stoffhasen auf, ohne eine einzige Zahnabdruckmarke zu hinterlassen. Er trug ihn zurück zu Lena, platzierte ihn direkt in ihre ausgestreckten Hände, dann trat er zurück zu seiner schützenden Distanz. Die Familie schaute in völligem Erstaunen zu, ihre Herzen schwollen an mit Emotionen, die sie nicht ganz benennen konnten. »Hat er gerade«, begann Lenas Vater, unfähig den Satz zu beenden. Also Leute, wenn ihr das hier schaut und immer noch nicht abonniert habt, muss ich ehrlich mit euch sein. Das macht mich echt traurig. Denn was als nächstes in Brunos Geschichte passiert, ist genau der Grund, warum ich glaube, dass manche Verbindungen alles übersteigen, was wir über Loyalität und Liebe zu verstehen glauben. Und ihr wollt keinen einzigen Moment von dem verpassen, was kommt.
Habt ihr euch jemals gefragt, was die Schutzinstinkte eines Hundes formt? Ist es Training, Rassegenetik oder etwas Tieferes, das die Wissenschaft nicht erklären kann? Manche Leute sagen, es ist purer Instinkt. Andere glauben, gerettete Hunde erinnern sich daran, gerettet worden zu sein und verbringen ihr Leben damit, diese Schuld zurückzuzahlen. Schreibt eure Gedanken in die Kommentare, denn Brunos Geschichte stellt alles in Frage, was wir über tierisches Bewusstsein annehmen. Als der Winter tiefer wurde und der Schnee sich höher vor den Fenstern türmte, wuchs etwas Wunderschönes in Brunos vernarbtem Herzen. Lena war jetzt 11 Monate alt, zog sich ständig an Möbeln hoch, ihre molligen Beinchen wurden jeden einzelnen Tag stärker. Und Bruno konnte es spüren, dieser bedeutsame Anlass näherte sich. Die Familie bemerkte, dass sein Verhalten noch schützender, aufmerksamer, fast ängstlich wurde. Jeden Morgen positionierte sich Bruno diagonal zu Lenas Linken, wenn sie am Couchtisch stand. Die Familie verstand nicht warum, bis die Mutter seine Trainingsgeschichte nachschlug. Bruno war als Mobilitätshilfehund trainiert worden. Diese Position war zum Auffangen. Er sichert sie ab wie ein Gymnastiktrainer, erkannte die Mutter mit brechender Stimme. Nachbarn, die früher die Straßenseite wechselten, hielten jetzt an zum Schauen. So etwas habe ich noch nie gesehen, sagte der Postbote. Dann kam der entscheidende Tag, Dienstagmorgen, massiver Schneesturm über Bayern. Die Sichtbarkeit war fast null. Lena übte im Wohnzimmer, Bruno in seiner Position. Plötzlich ging der Strom aus. Die Dunkelheit erschreckte Lena. Sie verlor ihr Gleichgewicht und fiel rückwärts zur scharfen Regalecke. Bruno schoss wie der Blitz dazwischen. Sein 54-Kilo-Körper schuf ein Polster. Lenas Kopf prallte sicher von seinem Brustkorb ab. Die Familie fand Bruno, wie er Lena umarmte und ihre Tränen wegleckte. Dann bemerkten sie, sein Halsband war abgefallen. Darunter stand Bruno, Assistenzhund für Sarah Müller 2019 bis 2023. Sie recherchierten sofort. Sarah Müller war vor 8 Monaten verstorben. Bruno war ihr Assistenzhund gewesen. Nach ihrem Tod war er während eines Schneesturms entkommen, verzweifelt suchend nach dem Kind, das er beschützen sollte. Er wäre fast erfroren. Jetzt ergab alles Sinn. Die Positionierung, die Wachsamkeit. Bruno ehrte ein Versprechen an ein Mädchen, das er nicht retten konnte. Als Lena 2 Wochen später ihre ersten Schritte machte, lief sie in Brunos Pfoten. Er stand fest wie ein Berg. Was definiert wahre Loyalität? Befehle befolgen oder Wiederlieben nach verheerendem Verlust?